Einfach mal 15 Düfte, die ihr einfach kennen müsst. Ne, ihr müsst diese Düfte, die ich jetzt euch zeige, einfach kennen. Natürlich gibt es noch mehr. Ich werde ab und zu mal solche Videos einfach reinhauen, wo ich einfach, ja, Düfte zeige, die ihr einfach kennen müsst, solltet und kaufen solltet eventuell, wenn ihr sie gut findet. Ich kann eigentlich nur sagen, ja, die werdet ihr wahrscheinlich so im Schnitt gut finden. Und ja, dementsprechend gehen wir rein. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance aus Hamburg. Moin. So, der erste ist von Carlin Pure Vision. Hatte ich euch für letztens erst, genau, hatte ich euch letztens erst vorgestellt. Einzelvideo, schaut euch das gerne an. Schönes Teil, wenn man einen sehr günstigen Duft für 6 € haben will, der so ein bisschen in die Richtung, oder das heißt ein bisschen, schon ein bisschen mehr in die Richtung von Imagination geht, aber wenn euch Imagination so teuer ist, dann holt euch Kalium Pure Vision, der kommt immer gut an, der hält dementsprechend auch wirklich gut. Wenn ihr mehr über diesen Duft wissen wollt, wie gesagt, schaut mein Einzelvideo an, ist erst vor ein paar Tagen oder einer Woche, ich weiß schon gar nicht, ist dieser Duft oder habe ich dieses Video gemacht, Pure Vision für 6 € ist das aber wirklich ein Brecher. So, der nächste ist auch kein teurer Duft, kommt von Zara und heißt, Bogost Vibrant Leather. Genau, könnt ihr hier nicht so gut sehen. Hier haben wir ja eine frische, aber mit sehr viel Fruchtigkeit. Also, das ist ein sehr fruchtiger Duft, der aber sehr schön frisch rüberkommt. Erinnert, ja, vielleicht im Hintergrund bisschen an, ja, Aventus beziehungsweise Absolut Aventus. Und, das Zwischending, so ist dieser Duft, finde ich. Natürlich kann man das nicht direkt so vergleichen. Er geht aber mehr in die Richtung Absolut Aventus. Also, wer das zu teuer findet, das Parfüm von Creed, der ist natürlich mit diesem Duft sehr gut bedient, vor allen Dingen in 100 ml. Die Frage ist natürlich nur, das habe ich jetzt vorher nicht geschaut, ob es den noch gibt. Aber ich glaube, Zara, also ich verfolge Zara jetzt auch nicht so. Ich habe einige dort Düfte schon gekauft, aber ich weiß jetzt nicht, ob die immer Düfte raushauen, wieder weg von der Seite nehmen, dann gibt es sie wieder nicht. Das weiß ich nicht. Dieser Duft ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, solltet ihr mal auschecken. So, der nächste, Versace Dylan Blue. Der Duft vereint eigentlich alle. Bleu de Chanel, diese ganzen Dior Sauvage, ihr wisst, in welche Richtung ich gehen möchte. So, das ist, sagt man immer so, ne? So müsst ihr euch den Duft vorstellen. Der kommt natürlich sehr, sehr gut an. Und Versace hat da ein schönes Teil kreiert, muss man schon sagen. Den habe ich schon sehr, sehr lange. Ich glaube, die haben den aktuell jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt verändert. Das weiß ich nicht. Also diese Version, die ich hier, dieser Flakon ist schon Jahre alt, aber das ist ein auch holzig, eleganter, sexy, frischer, blauer, dieser ei Duft. Er beinhaltet eigentlich jeden Duft. Richtig schön, alles zusammengefügt. Versace, kann man eigentlich nie was mit falsch machen, war allerdings vor ein paar Jahren günstiger. Auch das ist natürlich bisschen, da hat das noch mehr Spaß gemacht, eigentlich so die Dinger zu kaufen. Ein geiles Teil für nicht mal viel Geld. Jetzt, ja, muss man ein bisschen gucken und ihr bekommt den natürlich dann auch günstiger. So, der nächste ist ein Duft, den ich erst 'ne 8,5 gegeben habe und jetzt gebe ich 'ne 10. Ich weiß gar nicht warum, weil die, Parfüm-DNA oder die Duft-DNA ist eigentlich simpel, aber der Blue Talisman ist einfach ein Brecher. Diese auch kühle, frische, aber leicht süßliche Fruchtigkeit, die in diesem Duft mit drin ist einfach, ja, schon geisteskrank nice. Ein Duft, der sehr, sehr gut ankommt. Ja, der ist auch nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach. Das ist genauso das Mittelding. Der ist sehr sexy. Der kommt wirklich beim weiblichen Geschlecht sehr, sehr, sehr gut an, aber nicht nur dort. Also, es ist ein Duft, mit dem ihr eigentlich nichts falsch machen könnt. Ich würde den sogar vorschlagen, also, wenn ihr gar keine Düfte habt, nehmt einen ganz frischen Duft und nehmt dann einen, der so 'n bisschen kühl und, ja, fruchtig ist und dann, das wäre eigentlich ein Duft, wenn ihr nicht so viel Düfte habt. Da müsst ihr 'n bisschen mehr ausgeben. Ja, die Marke ist teuer, aber, ist schon geisteskrank gut. Also wirklich. So, der nächste, einer meiner Lieblingsdüfte, Naxos von Search ganz klar. Ja, was soll ich da sagen? Es ist ein Duft, Holz, Tabak und Honig und, ja, Vanille. Vanille grundsätzlich Vanille, Tabak, Honig. Einer der schönsten Vanille, Tabak, Honigdüfte meines Erachtens. Die Version hier ist von 2020, muss ich immer erwähnen, weil das mache ich vorher, bevor nicht damit anzugeben, bevor Leute fragen, weil es gibt eben auch eine Flüssigkeit, die gelb ist. Das ist die vorletzte Version. Ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Version ist. Und ja, im Endeffekt hält er trotzdem noch gut. Es ist auch noch Naxos, nur vielleicht die Tiefe und dieses
Der Honig ist hier auf jeden Fall ein bisschen stärker. Mein Administrator hat die Version vor 2 Jahren, glaube ich, von 24, 23, weiß ich gar nicht, und da merkt man schon den Unterschied. Das ist natürlich aber trotzdem Naxos alles und die halten auch noch gut, aber der Duft oder die DNA ist genial, absolut genial. So, der nächste Meteor von Louis Vuitton. Ja, ich habe den mal rausgesucht, weil ihr könnt gerne mal ein Video schauen, da habe ich meine Top 8 live gerankt, Live-Ranking. Ich finde einfach, dass der so zu kurz kommt. Das ist ein Saubermann-Duft von Louis Vuitton. Die meisten reden von Afternoon Swim. Die meisten reden natürlich von Imagination und so weiter. Aber keiner redet von denen. Dann würde noch die anderen da kommen. Hier On the Beach und wie sie alle heißen. California Dream und. Aber keiner redet über Meteor, der wirklich so ein kühles, minimal minzig, aber nicht wirklich minzig, holzig. Das ist schon ein geiler Saubermann-Duft, so Chlorduft wie in der Traglufthalle. Das ist schon ein geiles Teil, wenn man so eine Art Düfte mag. So, der nächste ist Summer Mink von Drake. Drake, sein Duft. Drake ist in aller Munde mit seinem Iceman-Album. Der haut ja alle Rekorde und dieser Duft ist sehr sexy. Einer der sinnigsten sexy Düfte, die es gibt. Anschmiegsam, kein Brecher, aber würde der zu stark sein, dann würde der nicht so funktionieren. Und trotzdem ist er präsent. Also jedes Mal, wenn ich bei 18 Grad den so trage, Leute, Alter, der ist on point, on fire. Und ganz ehrlich, der kommt richtig gut an, auch im Büro tragbar. Und es gibt den jetzt in Deutschland. Tatsächlich. Müsst ihr mal gucken im Internet. Ich will jetzt keine Werbung für die Parfümerie machen. Die ist sehr eingesessen. Da wisst ihr Bescheid. Der Drake-Duft Summer Mink. Summer Mink, ne? Ich mache das jetzt auch so im Endeffekt Freestyle-mäßig. So, der nächste. Der nächste ist von Wayham. Ich habe letztens, glaube ich, was falsch gesagt. Da steht nichts drauf. Aquatica ist das, glaube ich, ne? Dieser Duft ist geil. Bora Bora, ihr seid wirklich im Sommer. Natürlich, klar, Virgin Island Water ähnlich, sagen wir mal so, aber noch ein bisschen anders die DNA oder eine arabische DNA, noch trotzdem Pina Colada Style, richtig schönes, nettes Ding, 100 ml, kostet nicht viel. Unten in der Videobeschreibung übrigens könnt ihr den auf jeden Fall, ja, über den Link reingehen, dann könnt ihr meinen Gutscheincode benutzen. Also dieses Ding, dann kriegt ihr übrigens noch günstiger noch da drauf, wenn er denn da ist. Natürlich kann das, weil Ansturm das letzte Mal, ich habe auch ein Einzelvideo dazu gemacht, kann der auch mal ausverkauft sein, aber der wird irgendwann auch mal wieder reinkommen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Teil. Wenn man diese Art wie Virgin Island Water, Pina Colada Style, sommerlich, Zuckerrohr, whatever, milchig, dann ist das euer Duft. Also das ist schon, ja, muss man schon sagen, sehr, sehr nice. So, der nächste ist einfach der Angel für die Dame. Thierry Mugler, da war es noch Thierry Mugler, erster Duft aus Zuckerwatte, bisschen Schoko und so weiter, sehr süß. Ja, das ist mein Duft, nicht von meiner Frau. Ich liebe einfach den Duft immer schon. Ich weiß nicht warum, das ist so, und wenn ihr, ja, da muss ich jetzt nicht so viel zu sagen. Für mich ist das inzwischen eine Legende, der hat das noch geschafft mit diesem Duft. Das war auch früher, da fing das so mit dem preislich an. Das war so ein Duft über 100 € oder Mark. Es wurde richtig teuer. Das war vorher nicht so. Ich habe ja schon Düfte lange, ihr wisst ja, wie lange ich dabei bin. Und, Mugler fing damit an, das so richtig rauszupowern, war in den Kristall, der andere, es gibt ja mehrere Versionen, aber das ist das Eau de Parfum. Ich würde euch immer das Eau de Parfum ans Herz legen. Das Eau de Toilette ist auch gut, aber nicht so wie das Eau de Parfum. So, der nächste ist eine Marke, die ich gern vorstelle, jedenfalls beziehungsweise diesen Duft. Andere Düfte kenne ich nicht, weil die Marke null reagiert. Das ist dann eben so. Aber ich stelle die jetzt dennoch noch mal vor, und das ist Siage Kinetic Parfüms. Ich finde den Duft einfach eine 10 von 10. Das ist für mich der beste, wenn es um Tuscan Leather Style geht und so weiter. Gibt ja noch Video in London, die sind alle sehr, sehr gut, aber der macht es noch mal in Bestform. Es gibt noch eine zweite Variante, irgendwie ging das so rum. Hier auf jeden Fall zum Dog ist der nicht gekommen. Egal, Wayne, das ist dann so, aber Siage, der ist geil, den habe ich mir selber gekauft, schon länger her, ne? Bombastische Haltbarkeit und so weiter und so fort. Ja, sehr guter Duft. Ob die anderen Düfte gut sind, whatever, weiß ich nicht.
Ja, und jetzt kommen wir zu einem, den habe ich noch nicht so lange, den habe ich auch spät kennengelernt, aber einer mit der geilsten Düfte in meiner ganzen Sammlung. Und ich habe sehr viel, ihr wisst das ja, ne? Über 1.000 und mein Leben lang, seit 30 Jahren bin ich Parfümliebhaber und Must Ravageur von Frédéric Malle ist ja wohl so ein männlicher, sexy Luxus. Ich bin hier, ich habe Geld, ich bin eigentlich so hübsch, ich bin eigentlich alles. Keine Ahnung, so viel Würzigkeit, so viel mit Lavendel. Ja, hier ist so viel drin, so viel Inhaltsstoffe, eigentlich fast wie Roja-Parfüm, so viel. Und so sexy, verführerisch, rauchig, verrucht, alles money, dreckig. Der Duft hat einfach alles. Also einer der geilsten Must Revaleur, wenn richtig ausgesprochen, wenn nicht, ist es auch Latte. Dieser Duft, wow, geil. Geiler Duft. Und jetzt kommt der nächste geile. Danach auch teuer. Must Revaleur geht noch vom Preis. Es war auch teuer, aber Blonde Amber von Clive Christian, einfach dieses Würzige, dieses Amber-Feeling, einer der geilsten Düfte oder erotischsten Date-Düfte, die es überhaupt gibt, aber ein Date-Duft für 550 € auf 50 ml. Aber und der ist schon halb leer, den habe ich so viel verbraucht, ey, so geil. Ich trage den so gern, aber auch keine Angst, wer sich den nicht leisten kann. Es gibt sehr, sehr gute Alternativen, günstige, die ich auch habe und auch trage, weil sie haben Ähnlichkeit, aber ein bisschen so 'n Twist, finde ich ganz geil und wenn nicht, ist auch egal. Aber, ich meine, ich kann den jetzt auch leer machen, den würde ich noch neu kaufen, aber warum einfach, ne? Aber da kann ich auch die anderen noch tragen, die es gibt. Es gibt sehr gute Alternativen, da müsst ihr nicht so viel Geld ausgeben. Aber natürlich das Original, sehr nice. So, jetzt gehen wir mal wieder auf günstig. Job Wow. Ja, wenn ihr was Pfeffriges haben wollt, der sehr ja, sehr extrem unterschätzt ist dieser Duft, von denen eigentlich fast gar keiner redet, sondern eher von Job Om und den anderen Job-Dingern. Aber Job Wow, diese Version, den hatte ich früher, dann war er leer und jetzt habe ich ihn mal wieder geholt nach Lernen und immer noch geil. Den bekommt ihr manchmal für 19 € in 100 ml. Also, das kann kein Mensch wieder lesen. 100 ml, glaube ich. Und der hält auch gar nicht so verkehrt. Aber wenn ihr was Pfeffriges mögt, so ein bisschen würzig, pfeffrig, dann ist das euer Duft. Nicht so wie, Spice Bomb, vielleicht gehört der mit zur Familie, aber noch anders. Schönes Teil, muss man sagen. So, jetzt kommt der Duft, den ich gestern, glaube ich, erst vorgestellt habe mit Amelie. Dieser Duft hier, der beste Lavendelduft aller Zeiten, pur an Homme de Caron, wie auch immer, habe ich falsch ausgesprochen. Guckt euch das Video, es war sehr, sehr nice mit Amelie und mit meiner Frau besser gesagt. Die kann das natürlich richtig aussprechen, Französisch und so weiter. Und hier, aber es ist wirklich Lavendel, 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 bisschen Vanille auch, Lavendel und dann doch wieder Lavendel und geil. Und wow, also einer der wirklich besten Lavendeldüfte, die es gibt. So, und zum guten Schluss bei den 15 haben wir Tabacco Vanille und da bin ich gespannt, da kommt jetzt ein neuer, das als Parfüm. Hier haben wir die Eau de Parfüm-Version, mehr gibt's ja nicht. Ja, Tabak von Feinsten, da konnte Tom Ford, da war ich noch Fanboy. Ich hatte schon vor Jahren die Top 24 gezeigt, weil ich so viel Tom Ford Düfte eigentlich habe. Ich habe gar nicht so viel abgegeben, ne. Und natürlich schöne Vanille, fast wie in so 'n Teeladen und dann Tabak. Tabacco Vanille ist geil. Ich bin echt gespannt, wie der neue wird und Chocolate Tabacco oder Tabacco Choco, irgendwas kommt da noch. Aber inzwischen ist Tom Ford too much, zu teuer. Die Haltbarkeit ist auch immer Fremdscham manchmal und es ist schade, dass das so ist, aber whatever. Irgendwie ist das denn so. Und ja, da kann man nicht viel machen. So, das waren auf jeden Fall meine 15 Dinge, die ihr auf jeden Fall, ja, kennen solltet, testen solltet und dann eventuell bestimmt einen davon auch auf jeden Fall mitnehmen würdet. Und ja, ist egal jetzt, welchen ich hier greife. Es ist einfach zu geil. Da sind schon aber auch der Dylan Blue, wenn ihr wirklich 'n ja, der immer geht, ne, so 'n Allrounder ist wirklich Dylan Blue, wirklich 'n schönes Teil. Man muss also nicht viel Geld ausgeben und wie gesagt, der Drake-Duft ist jetzt in Deutschland. So. Also, wenn ihr wirklich Frauen verführen wollt und selber euch wirklich geil fühlen wollt, aber der ist trotzdem präsent, den kann man eigentlich diesen Duft hier, es ist 'n Moschusduft, ja, aber es ist nicht so typisch Moschus, da ist auch schöne Süße bei, auch Lavendel, glaube ich, riecht aber nicht wie 'n Lavendelduft. Dann ist das euer Duft, und da meckert keiner rum. Da sollte keiner um Haltbarkeit meckern, weil dann wenn der zu doll wäre, dann würdest du den Duft versauen. Das ist einfach so. Und wie gesagt, ja,
Aquatica, wenn ich vielleicht wieder was Falsches sage. Den solltet ihr auf jeden Fall könnt ihr unten in die Videobeschreibung mal reingucken. Geiler Duft. Und sonst, wie gesagt, allgemein auch Zara ist geil, ne? Und wenn ihr richtig, ja, Masque Ravageur, also das ist schon 'n absolutes Brett, Freunde. Ja, dann bin ich raus. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und dann gehen Grüße raus an euch und an eure, genau, an meine Mitglieder. Schön, dass ihr immer noch am Start seid und dann würde ich sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal.